Hallo, ich bin Thomas Borchardt vom Fliegermagazin und ich möchte euch heute eine Weltneuheit zeigen, nämlich das brandneue ANR-Headset A30 von Bose. Dann schauen wir mal rein in die Box, die schon mal sehr schön wertig rüberkommt. Das alles ist ja das erste neue ANR-Headset für die allgemeine Luftfahrt von Bose seit 13 Jahren. Das A20 ist tatsächlich schon aus dem Jahr 2010, auch wenn es da natürlich immer wieder Verbesserungen gegeben hat. Und dann haben wir hier die Tragetasche, die bei dem Preis natürlich inkludiert ist. Sehr schön wertig und stabil, sodass man das Ding ein bisschen unterbringen kann. Und dann sind wir auch schon mittendrin. Hier ist das Kontrollmodul, das gucken wir uns gleich ein bisschen näher an. Und dann haben wir auch schon den ersten Blick aufs Headset. Man sieht gleich Unterschiede zum A20 für diejenigen von euch, die es kennen. Wir haben hier jetzt ein anderes Material. Das war ja früher Magnesium. Jetzt ist es tatsächlich Aluminium. Das Ganze ist ein bisschen schlanker, auch sehr viel leichter. Wobei das Headset insgesamt nur 6 Gramm leichter ist als das A20. Es hat sich auch was ganz Wesentliches verändert, worüber wir gleich noch reden werden. Wenn wir uns das Headset einmal anschauen, dann sehen wir, dass sich hier oben die Form so ein bisschen verändert hat. Dennoch sind es tatsächlich die gleichen Ohrpolster, die verwendet werden wie beim A20. Und der Mikrofonbügel ist standardmäßig auf der linken Seite angebracht, lässt sich aber wechseln und zwar inzwischen ohne Werkzeug. Früher musste man so ein paar Schrauben lösen hier. Inzwischen kann man das alles aufklappen und dann wechseln auf die andere Seite. Das ist kein Problem. Das Kabel hier ist sehr viel dünner geworden und flexibler, sodass das alles so ein bisschen angenehmer zu tragen ist. Ja, dieses ist die Steckervariante LEMO, wie sich das nennt. Das ist ja dieser kleine Stecker, der auch das Bordnetz nutzt, um das Headset mit Strom zu versorgen. Aber natürlich gibt es das Headset auch mit den Doppelklinken, die ihr alle kennt, und noch mit ein, zwei anderen Steckervarianten. Ebenso wichtig ist das Mikrofon-Placement. Hier ist ein weißer Punkt drauf. Da kann man also sehr schön erkennen, dass dieser weiße Punkt zum Mund zeigen muss. Und dann muss es wie bei allen Headsets ganz dicht am Mund sein. Eigentlich, wenn man einen Kussmund macht, dann muss man das mit den Lippen schon berühren. Ja, hier auf der Muschel erkennt man die typischen Features eines ANR-Headsets, nämlich die sogenannten Feed-Forward-Mikrofone, die den Umgebungslärm aufnehmen. Das geschieht durch diese kleinen gelöcherten Öffnungen und auch durch die Öffnung hier. Wenn man also mal irgendwas auf so eine Muschel kleben möchte, dann bitte nicht über diese Öffnungen. Auch hier am Rand sind noch weitere Öffnungen und dann eben in der Muschel noch weitere Mikrofone, die dafür sorgen, dass das Headset den Umgebungslärm sauber kompensieren kann. Ja, die Funktion des Headsets steuert man über das Kontrollmodul, das sich ein bisschen verändert hat im Vergleich zum A20. Es gibt nach wie vor die Lautstärkeregelung getrennt für links und rechts. Es gibt den An-Aus-Schalter und darüber die LED, die halt grün leuchtet, wenn die Batteriespannung noch ausreichend ist, und wenn die Batterie so langsam zur Neige geht, dann verfärbt sie sich in Rot und ich glaube auch in Gelb. Das werden wir nachher im Flug überprüfen. Neu ist, dass man die ANR einstellen kann in 3 Stufen. In einem Kolbenmotorflugzeug wird man normalerweise das High-Setting verwenden und Bose selber sagt, die ANR ist ein bisschen anders als beim A20. Da war sie nämlich noch mit analoger Elektronik gemacht. Hier ist sie mit digitaler Elektronik und es klingt ein bisschen anders. Sie ist jetzt aber nicht wahnsinnig viel besser. Man solle da also nicht allzu viel erwarten. Das Medium-Setting kann sich in manchen Jets und Turboprops anbieten, wo es ein bisschen leiser ist, und das Low-Setting ist dafür gedacht, dass man Umgebungslärm tatsächlich wahrnimmt. Das könnte bei Kolbenmotorflugzeugen interessant sein, wenn man gerade anlassen möchte und den Motor eben hören möchte. Ja gut, und wenn man im Jet sitzt, dann kann man das zum Beispiel machen, wenn einem der Flugbegleiter was zu essen oder trinken bringen möchte, dann kann man den halt verstehen, ohne dass man das Headset absetzen muss. Das kann man übrigens sogar auch für eine der Ohrmuscheln aktivieren, indem man einfach zweimal auf die Ohrmuschel tippt. Dieses ist die Version mit Bluetooth und tatsächlich gibt es keinen Preisunterschied mehr zwischen der Version mit und ohne Bluetooth. Insofern wird man sicherlich in den normalen Settings der allgemeinen Luftfahrt immer die Version mit Bluetooth wählen. Bluetooth heißt einfach, dass man ein externes Signal vom Handy oder vom iPad einspeisen kann, egal ob es Musik ist oder ob es halt die Warnsignale von einer Navigations-App sind. Das Bluetooth-Signal wird also hier an- und ausgeschaltet und dann kann man hier unten entscheiden, ob es ausgehen soll, wenn im Intercom-Sprechfunkverkehr ist, oder ob es sich mit dem Sprechfunkverkehrssignal mischen soll. Die Lautstärke kann man dann hier an der Seite einstellen von dem Bluetooth-Signal. Man kann alternativ zu Bluetooth auch eine Kabelverbindung nehmen, dafür ist hier dann die Steckdose. Im Deckel der Tasche haben wir noch ein bisschen Zubehör. 2 Sachen verbergen sich da, glaube ich zumindest. Nämlich Batterien. Ich packe sie nicht aus, weil, glaube ich, jeder weiß, wie 2 Batterien aussehen. Wie gesagt, AA oder Minion. Und eben Anschlusskabel für eine externe Audioquelle, wenn man nicht mit Bluetooth arbeiten möchte. Neu ist,
dass hier drinnen in der Ohrmuschel markiert ist, wo links und wo rechts ist. Darauf kommt es ja bei modernen ANR-Headsets an, dass man die richtig rumträgt. Wenn man so ein bisschen von der Seite guckt, sieht man auch, dass das hier so schräg nach vorn geneigt ist. Man muss das schon richtig rumtragen, sonst verschwendet man das viele Geld, was man für das Headset ausgegeben hat. Und das ist auch schon ein schönes Stichwort. Was kostet das gute Stück? Bose sagt, es wird so ungefähr 50 € teurer sein als das A20. Das A20 wird auslaufen und kostet im Moment so etwa 1.330 €, 50 € mehr als das. Und dann ist man beim A30. Der große Unterschied laut Bose bei diesem Headset ist, dass der Tragekomfort im Vergleich zum A20 nochmal deutlich verbessert wurde. Und zwar vor allem deshalb, weil der Anpressdruck der Ohrmuscheln nochmal um 20% verringert wurde. Damit sollte es sich sehr viel bequemer tragen lassen, gerade bei langen Flügen. Und genau das wollen wir uns jetzt im Flug einfach mal anschauen. Ja, nun haben wir das A30 also in der Luft in Betrieb. Wir haben gerade umgeschaltet von dem vorherigen Vorgänger A20. Tatsächlich ist die ANR sehr ähnlich, klingt aber so ein bisschen anders vom Frequenzspektrum. Ich persönlich finde es ein bisschen angenehmer. Die anderen im Flugzeug fanden es eigentlich gleichwertig. Aber was man tatsächlich merkt, wie versprochen, der Anpressdruck ist deutlich geringer. Das merkt man wirklich. Ansonsten ist halt wirklich viel wie immer. Es ist ein bisschen leichter zu tragen, ein bisschen kompakter und natürlich kann man auch Musik einspielen, wie gehabt per Bluetooth mit einem sehr, sehr guten Sound, wie man das von Bose erwarten würde. Ja, das war das Bose A30 im Flug. Insgesamt ein absolut rundes Paket, wie man es von Bose kennt. Wirklich würdiger Nachfolger des A20 nach 13 Jahren. Jetzt also das A30. Das A20 wird aus dem Markt gehen und das A30 ist in wenigen Tagen in den deutschen Pilot-Shops zu haben und wird natürlich auch auf der Aero in Friedrichshafen Ende April eines der ganz großen Highlights sein, dass ihr euch da, falls ihr zur Messe geht, natürlich angucken könnt. Ich bin Thomas Borchert vom Fliegermagazin. Vielen Dank fürs Zuschauen.